Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute Abend wieder live für euch eine frisch gepresste Sendung. Wir haben eine Airfare super Deal heute mit der Business Class von Madrid nach Vancouver, 1559 Euro. Wir haben für euch ein Flugzeug, was Pokémon gethemed ist. Dann geht es doch weiter mit der Austrian Airlines und den 320er Neos. Lufthansa muss Slots abgeben, Wizz Air, aber auch EasyJet wollen anscheinend da ein Stück vom Kuchen haben. Ich erzähle euch, um welchen Flughafen es geht. Die Swiss hat Favoriten für die Ziele 2024 bekannt gegeben. Mal gucken, was da passiert. Und natürlich KLM hat eine neue Business Class. Schauen wir mal, was die so alles kann. Für die bei Allegris waren, können ihr jetzt vergleichen. Und da wäre ich mal gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, wie der Vergleich ausfällt und ob euch etwas auffällt. Und zwar, ob euch das auffällt, was mir aufgefallen ist. Gut, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, natürlich eine Kanalmitgliedschaft und Heute auch ein bisschen im Gigolo-Modus anscheinend. Der Knopf ist aufgegangen, müssen wir auch direkt korrigieren. Deshalb gehen wir zum ersten Thema, und zwar geht es um die Lufthansa, die ja die ITA übernommen hat, und im Rahmen der Übernahme muss man Slots abgeben, und in Mailand Linate gibt es die Wizz Air, aber auch die EasyJet, die sagen, das sind doch Sachen, die uns interessieren. Ja, da kann man natürlich von der Seite aus das verstehen, dass man die Slots haben will. Und die Lufthansa findet das wahrscheinlich nicht ganz so prickelnd und lustig. Nun gut, aber wollen wir nochmal den Deal rekapitulieren. 325 Millionen Euro gibt 41% von der ITA. Und dann gibt es ab 2025 die Option auf eine weitere Tranche von 49%. Und wenn wir rechnen können, sind 41% plus 49%, 90%. 10% verbleiben da also noch beim Start. Ja, jetzt gibt es noch eine Kartellüberprüfung, und Wizz Air bringt sich halt als erster Konkurrent, und dann kam die EasyJet hinterhergeschossen und haben gesagt, naja, also Linate, da wollen wir auch was von haben. Denn im Normalfall ist ein Anteil von mehr als 50% nicht zulässig, aber ITA hat bereits mehr als die Hälfte der Slots, und das ist, was dem Wizz Air Manager Robert Carey aufgefallen ist, und der hat dem Corriere della Sera gesagt, für echten Wettbewerb müsste man zunächst Lufthansa all ihre Slots, etwa 5% in Linate, abnehmen. Ja, wir haben ja auch letztens noch von Michael O'Leary gehört, von Ryanair. Die Lufthansa ist schuld, dass wir so hohe Preise haben und dass bei uns alle Flugtickets so teuer sind. Und naja, nun gut. Ich verstehe aber nicht, warum Ryanair dann nicht auch hier reingrätscht und sagt, dann kommen wir doch mal hierher und wir können das Ganze billiger anbieten. Hat ja nicht wirklich so geklappt. Auch in Wien klappt das Ganze nicht. Wizz Air hat sich wieder ein bisschen zurückgezogen, Ryanair hat sich auch zurückgezogen. Ist wohl so, dass es woanders mehr Geld zu verdienen gibt als in Deutschland. Bin mal gespannt, wann die nächste Attacke der Billigheimer kommt. Aber billig sind es ja auch meistens nicht. Aber nun gut, ist ja egal. Ihr wisst ja, wie es ist mit Koffern und so weiter, wenn man die dazu kauft. Ich denke mal, aber für uns als Passagiere ist ein gewisser Preis so gar nicht mal so schlecht. Das zweite Thema, was wir direkt abarbeiten wollen, ist die Swiss. Die Swiss ist ja quasi die bessere Lufthansa. Die möchten natürlich dann in 2024 Langstrecken anbieten, die halt für uns auch interessant sein sollten. Und in den Jahren 2021 und 2020 davor natürlich war es mit der Pandemie so, dass man dort nicht wirklich die neuen Langstreckenziele so positionieren konnte, wie man das wollte. Ziele wie Osaka oder Washington mussten wieder in die Schublade oder aber auch auf die lange Bank geschoben werden. Aber die Lage sieht ja anders aus. Wir erinnern uns, in Amman stehen doch auch 2 Flugzeuge, sind das 330er, die da stehen, von der Swiss geparkt. Und es ist so, dass man in 2024 wieder neue Ziele aufnehmen will. Ach ja, übrigens, 350er kommen ja irgendwann auch zur Swiss, ne? Also gucken wir mal, welche Maschinen damit ersetzt werden und ob Ziele damit neu aufgenommen werden.
Man wird 2 und 4 neue Destinationen bringen. So sagte man, die Kandidaten seien in etwa die gleichen wie vor der Pandemie. Im Übrigen im Westen vor allem Washington, Toronto, im Osten insbesondere Osaka und Seoul. Neue Ziele können aber auch solche sein, die man wie Peking nicht mehr angeflogen werden. Heißt also, die chinesische Hauptstadt ist problematisch, weil man ja Russland umfliegen muss. Das ist halt immer wieder das Problem. Immer wenn es nach Osten geht, egal von wo, aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder Italien, muss man ja sagen, muss man quasi immer einen Tucken rumfliegen. Und das ist natürlich relativ uncool und macht die ganzen Sachen teuer. Die neuen Routen werden natürlich nicht täglich geflogen, die werden natürlich erstmal wieder langsam aufgebaut. Bin mal gespannt, was da passiert. Schreibt doch unten, welche Routen ihr sagen würdet, die sind geil. Ist Toronto cool? Ich persönlich finde Toronto cool und muss dazu sagen, ja, Toronto will ich. Ganz wichtig. Ja, ihr wart bei Allegris dabei. Jetzt könnt ihr natürlich auch gucken, bevor wir zu Allegris gehen, rekapituliert die Bilder nochmal. Schauen wir erst nochmal, was bei der Austrian los war. Die Austrian hat jetzt ihre 4. A320 Neo bekommen und der A320 Neo ist natürlich für die Auer ein Gamechanger. Die Maschinen, die jetzt gerade alle reingekommen sind, sind natürlich wichtig, um profitabel zu werden. Die neue Flotte besteht jetzt aus den Flugzeugen mit den Kennzeichen Oscar Echo Lima Zulu Oscar, Lima Zulu Quebec und der Lima Zulu November und der Lima Zulu Papa. Im vorigen Jahr wurde es ja quasi einem links und rechts gegeben. Ja, die kriegen Flugzeuge, man wusste es nicht genau, aber dann ist es ja Gott sei Dank bekannt gegeben worden und Austrian, auch vielleicht besser als die Lufthansa Kernmarke, zeigt jetzt der Mutter, wie es geht. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber mit den Neos sollte das möglich sein. Jetzt kommt das, wo wir uns über Allegris freuen und nochmal uns angucken, was bringt der Wettbewerb. Ich habe euch ein Video mitgebracht. Ich muss mal gucken, ist es das hier? Ja, da ist es. Da seht ihr es. Ich muss den Ton ausschalten aus rechtlichen Gründen. Da seht ihr den neuen Business-Class-Sitz, der wirklich jedem einen Platz zum Gang bringt. Der Hersteller ist ein Japaner und was wichtig ist, ist auch, dass es ein Panasonic-System ist, was das Entertainment-System anbietet. Man sieht das ja an dem, wie heißt das Ding, Handheld. Der Tisch, der extra verstärkt worden ist, dass er etwas mehr ab kann. Man hat auch eine Aufladefläche. Links seht ihr das Handy zum Laden gegeben. Hat bei dem Sitz eine separate Lampe, hat aber auch nach vorne, habt ihr eben gesehen, die Steckdosen angestellt, weil es mehr Sinn macht. Und jetzt halte ich mal den Film kurz an. Gucken wir mal, ob das klappt. Übrigens, da war der Spiegel, den Lufthansa noch einbauen muss. Hier habt ihr das. Ich weiß nicht, wo war das denn jetzt? Die Stelle gerade verpasst. Da ist es. Und zwar seht ihr die Türe. Die Türe ist so ein, ich will nicht sagen ein dünner Lappen, aber es ist halt etwas, was ein dünnes Plastik mit Leder überzogen ist oder mit Kunstleder wahrscheinlich und sehr, sehr dünn ist und damit auch sehr, sehr leicht. Lufthansa sagte, dass sie keine Tür gemacht haben, weil die ja mal leicht 15 Kilo wiegt. Und das fand ich natürlich, da war es gerade das Bild. Mensch, da haben wir es doch gerade verpasst. Machen wir nochmal. Da habt ihr es. Da seht ihr, wie dünn das ist. Heißt aber, man hat eine Türe, die bei der Lufthansa nicht ist bei Allegris. Und da finde ich, muss man doch der Ehrlichkeit halber sagen, das wäre eine Lösung gewesen. Auch was mir aufgefallen ist, und da will ich auch noch mal ein bisschen zurückgehen, wenn man sieht, wie die Kollegin da sitzt, sieht man, wo die Linie ist, wo die Höhe ist. Bei Lufthansa habe ich das Gefühl, dass die Sitze etwas niedriger sind. Das heißt also, dass die Höhe da quasi unter der Nase oder sowas gehen würde. Aber da könnt ihr mich ja gleich nochmal korrigieren, weil wenn man sich das anschaut mit dem Sitz und der Kopfstütze, da geht die Trennwand, außer bei der Suite vorne, ist diese Trennwand niedriger. Und da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, die bei Allegris mit dabei waren, ob ich da eine richtige Emotion hatte oder eine falsche. Dann lasst uns das kurz nochmal zu Ende laufen, denn was natürlich wichtig ist, ist, dass man ein 1,98 Meter langes Bett hat.
dass man viele Charging Ports hat, dass man auch, wie gesagt, an jedem Sitzplatz eine Tür hat. Also wirklich Privacy. Ich glaube, Delta oder sowas waren die ersten, die das eingeführt haben. Und man kann auch seine Belongings, wie das so schön im Englischen heißt, in einem abschließbaren Fach lassen. Und es gibt natürlich auch eine Wasserflasche, was dort platziert werden kann. Das ist auch an dem an einem Sitz geändert worden. Wie findet ihr den Sitz? In der typischen KLM-Farbmarkierung. Ich finde diese Farbsprache, ja, gewöhnt man sich dran, es gibt Schlimmeres, aber könnt ihr auch eure Meinung zuschreiben. Dann geht es auch noch mal weiter mit dem Thema Anna. Und zwar Anna, die haben ja auch ein Flugzeug gebracht, was etwas bunter ist, zumindest wenn es ums Außen, um die Darstellung geht. Und da ist es so, dass diese, wie heißt das nochmal, Pokémon-Variante, und zwar Pikachu Jet gibt es schon. Ich gebe euch das mal auf dem Bildschirm, damit ihr das habt. Hier habt ihr das, hier seht ihr das. Das ist der Eevee Jet, das ist der neue. Das ist der Pikachu Jet von der Anna. Und Eevee ist der neue, die 777. Und dann gehen wir einfach mal runter. Pokémon Air Adventure. Und hier seht ihr nochmal die Livery. Ja, ich weiß. Ich sage aber für alle anderen Fans von mir Livery. Also die Livery, aka Livery, hier nochmal mit der Eevee und seinen Evolutionsstufen von Vaporeon, Jolteon und Flareon. Ich hoffe, ihr seid Pokémon-Fans und versteht das. Dann auf der anderen Seite ist das identisch, nur... Ne, ist das identisch? Ne, ist anders. Ist anders, ne? Ja, ist anders. Und so sieht das Ganze nochmal gerendert aus mit Himmel im Hintergrund. Das Flugzeug ist ein 777-300ER mit 212 Sitzen und hat die Registrierung Juliet Alpha 784A, damit ihr das Flugzeug kennt. Und was auch ganz spannend ist, die Japaner, die machen ja immer so Kitsch as Kitsch can. Die Crews haben dann auch nochmal eigene Uniformbestandteile davon. Dann gibt es Papiertassen, einmal für kalte Getränke dieses helle, für warme Getränke das dunkle. Und damit man auch einen Headrest hat, der in Farben gehalten ist, gibt es das auch. Einmal Bild 1, Bild 2, auch sehr geil. Hier seht ihr nochmal von den Flugbegleitern den Apron oder die Schürze, wie es auf Deutsch heißt. Auch natürlich thematisch nochmal, ich weiß gar nicht, ob man das kaufen kann. Und es gibt Napkins, also es heißt Servietten. Es gibt auch einen eigenen Jingle, wenn man das Flugzeug betritt, der abgespielt wird. Kann man da auch. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Und es gibt Souvenirs von den Flügen. Ich gehe mal hier unten auf die Einzelflüge und da finde ich am spannendsten nicht nur dieses Kifuda, was ein Holztag ist, ein japanisches, das mal auf dem Flug war. Auch gibt es Sticker, die ihr bekommt. Am coolsten finde ich ja hier wieder so ein Boarding Certificate. Das heißt also, ihr bekommt, so wie bei Finnair, wenn ihr den Polarkreis bzw. den Nordpol überfliegt, da kriegt ihr ein Zertifikat und da gibt es auch ein Zertifikat, wenn ihr geflogen seid. Und es gibt ein Boarding Certificate und das kommt später. Auch hier, wer etwas haben möchte, kann sich den Original Badeponcho kaufen, aber ich glaube, das ist eher an Kinder gerichtet und es soll angeblich auch mehr kommen. Und In-Flight gibt es natürlich auch. Da gibt es natürlich Pokémon TV und Pokéton gibt es natürlich auf allen Flügen, also da seht ihr das Ganze. Was man noch wissen sollte, sind natürlich die Flüge, die damit geflogen werden sollen. Einmal der Pikachu und dann der Eevee. Der Eevee fliegt Haneda London, Haneda New York und Haneda San Francisco. Da könnt ihr dann euch natürlich euren Flug des Vertrauens buchen. Hier gibt es dann auch direkt eine Buchungsmaske. Als zweites gibt es auch eine Pokémon Air Adventures Seite. Da könnt ihr dann auch nochmal stöbern, wer das möchte und kann dann gucken, was es noch von anderen Flugherstellern, hätte ich fast gesagt, von anderen Fluggesellschaften an Flugzeugen gibt, die in diesem Pokémon-Thema sind. Scoot zum Beispiel, China Airlines oder aber, wer ist das?
Das weiß ich gar nicht, wer das ist. Doch Sky irgendwas, aber konnte man nicht sehen. Hier sieht man die Anna Maschinen. Jetzt komme ich wieder zurück zu euch. Dann könnt ihr jetzt wieder aufhören zu träumen von Pokémon. Und wir widmen uns den wichtigen Themen, wie zum Beispiel der Hilton Challenge. Und zwar Hilton hat ja immer wieder mal so Challenge und Fast Tracks. Das hier ist der Fast Track und die Challenge, die es schon immer wieder gab. Die ist so, dass man den Silver, Gold und Diamond Offer Fast Track mit dem Status selber, den man dann auch sofort bekommt, bis März 2025 übrigens gültig, was auch relativ cool ist. Man kann dieses dann auch über die Webseite natürlich buchen. Wichtig ist hier aber, dass es wieder leider nur für gewisse Firmen gibt. Und das finde ich natürlich etwas schwierig, wenn es das Ganze für IBM, Siemens und sowas gibt. Ihr könnt das noch mal versuchen über die Links in der Kanal-Chat-Gruppe für Kanalmitglieder. Habe ich die Links auch gepostet. Da könnt ihr dann auch noch mal schauen, ob das vielleicht für euch klappt. Nicht alles klappt. Die FT-Circle-Adresse geht leider nicht. FQT-TV leider auch nicht. Aber jetzt wisst ihr, warum, wenn große Firmen, Siemens und so weiter, den Status hinterhergeschmissen kriegen, warum jeder von den Firmen halt einen Status hat. Ja, die Bedingungen für den Status sind ja auch dann immer wieder interessant, nur um es mal gesagt zu haben. Wenn ihr den sofortigen Diamond einfach nur haben wollt, dann ist es so, dass ihr euch anmelden müsst bis zum 31. Juli und dann braucht ihr 6 Nächte oder 12 Nächte. Nein, Entschuldigung, ihr müsst euch sofort anmelden, aber ihr müsst 6 Nächte für Gold oder 12 Nächte für Diamond haben bis Juli, den 31. Aber ihr habt dann schon den Status und könnt die Statusvorteile nutzen. Wer den Goldstatus nur haben will, der sollte sich trotzdem für den Diamond anmelden, weil dann hast du halt zumindest über den Juli und den Rest vom Juni, ein Tag genau, den Diamond-Status. So, und dann gibt es für unsere Freunde von Hyatt wieder eine gute Nachricht. Und zwar ist die gute Nachricht, es gibt 10.000 Bonuspunkte, wenn man bei einem richtigen Hotel übernachtet. Hyatt hat wieder Dream Hotels übernommen, also das heißt wieder eine Hotelkette. Und wenn man bei den Dream Hotels teilnimmt, dann bekommt man pro Übernachtung 1.000 Punkte pro Nacht und für Aufenthalte zwischen dem 6. Juli und dem 15. September bis zu 10.000 Punkte insgesamt. Hotels, wo sind sie? Das ist etwas überschaubar. Das sind dann Hotels in New York, in das Dream in Midtown, dann das Dream in Downtown New York, Dream South Beach, das ist natürlich Miami. Dann gibt es ein Dream in Hollywood und ein Dream in Nashville. Wer also dort übernachtet, kann dort direkt Punkte mitnehmen und damit dann natürlich seine Punkteausbeute verbessern. Jetzt geht es zum Deal Zone Deal. Und der Deal Zone Deal ist in meinen Augen auch ein relativ cooler Deal. Hier habt ihr jetzt das auf der Karte, deshalb teile ich den Bildschirm. Hier seht ihr das wieder. Das ist Madrid nach Charles de Gaulle und dann geht es weiter von dort, von Charles de Gaulle nach Vancouver. Und Vancouver sind einmal 660 Meilen im ersten Leg, dann nach Vancouver selber sind es 4.939, hin und zurück sind das 11.199 Meilen. Ihr müsstet wissen, das Ticket bucht in die Buchungsklasse Z, gibt Minimumaufenthalt 7 Tage, 12 Monate, maximaler Aufenthalt. Dann, was auch wichtig ist, ist, dass man 90 Tage vor Abflug buchen muss. Jetzt sagt ihr natürlich, was gibt es hier an Punkten? Die werde ich euch auch geben. J ist es von Madrid bis Charles de Gaulle hingezogen, dann Z. Virgin Atlantic 24.502, 22.474. Bei China Eastern Aeromexico etwas weniger bei Delta mit 22.342. China Southern nochmal ein Abschlag auf 20.202. Auch eine lustige Zahl, 20202. Czech Airlines 14.624, genau wie bei Saudi. Und dann seht ihr hier auch alles, was runter geht. Und lustigerweise 0 Punkte bei Flying Blue.
Da müsste man natürlich schauen, wo der Fehler liegt. Aber ich sage es nochmal gerne, wenn ihr es noch nicht gewusst habt oder wenn ihr nicht so oft schaut. Where to Credit ist immer nur ein Daumenwert. Also das heißt, man muss es kontrollieren. Qantas oder andere Fluggesellschaften, die immer wieder da aus dem Muster fallen, haben halt beim Punktesammeln Geld oder sowas. Heißt also, der Ticketpreis, der gibt die Punkte, haben wir bei den Prämienmeilen bei der Lufthansa ja eigentlich auch, dass wir das nochmal im Hinterkopf behalten. Ja, schon sind wir mit der Sendung fast durch. Da gibt es noch die Frage des Tages. Und zwar ist die Frage des Tages hier ganz einfach. Findet ihr solche Themenjets spannend? Findet ihr es kitschig? Oder sagt ihr, oh, hey, toll? Oder vielleicht sagt ihr, Pokémon ist nicht unbedingt das Thema, was ich mag. Vielleicht sollte ich ein anderes Thema nehmen. Schlagt doch ein Thema vor, schreibt es unten in die Kommentarspalte rein. Denkt auch dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. So, dann tauche ich natürlich ein in eure Kommentare. Hier ist es. So, hallo Jörg mit Zigarre und Whisky von der Terrasse. Da bitte ich doch um ein Foto in der Kanal-Chat-Gruppe. Hallo Sven, hallo Bernhard aus Linz. Guido findet die Themensets top, auch Jörg findet sie top. Hallo Matthias, hallo Venture X. Ich liebe Jets zum Sammeln. 1:5. Nee, ich sammle immer nur 1:100 ist das. Ja, 1:100. Finde ich besser. Ist was größer in der Hand. Dann, hallo Frank. Da, manche haben einen offenen Knopf, andere keinen Gürtel. Das ist richtig und die Hose war zu kurz. Aber lasst uns nicht weiter drauf rumreiten. Dann Grüße nach Rauris, Roland. Hallo Thorsten. Günther. Teurer PR-Schwachsinn, Rückführung, Service, bedruckte Pappbecher, Servietten, Toilettenpapier und so weiter. Wer es braucht und geil findet, bitte sehr, für mich unnötig und überflüssig. Spannend ist es, hängt das jetzt mit dem Thema zusammen, weil Pokémon nicht so deins ist? Oder sagst du, egal welches Thema, wenn der Flieger jetzt Bayern München oder ich sag jetzt mal einfach was wäre, ja, wisst nicht, ist ein Beispiel, kann auch Borussia Dortmund, Schalke oder sonst was sein. Vielleicht nach dem Lieblingsfußballteam, wäre das was spannend wäre? Nur so eine Frage. So, dann halt BKK zweimal täglich von Zürich. Ja, das geht natürlich auch. Bitte, die Airline wird nicht wie der Frauenname ausgesprochen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Airline ich wie einen Frauennamen ausgesprochen habe. Ach, war das Eva? Ja, Eva war es, genau, Eva Air. Dann, hallo Tore, eben von dir noch gesprochen, zumindest der Jörg. Mit Pokémon kann ich jetzt nichts anfangen, finde es aber cool. Ja. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer Laivari ist, aber du wirst es uns ja erklären beim nächsten Stammtisch. Guido findet es lustig und Jörg auch. So... All deine Themen sind interessant. Ich zum Beispiel, ich liebe zum Beispiel Hello Kitty bei, ich darf es ja nicht wie eine Frau aussprechen, aber ihr wisst, welche Fluggesellschaft gemeint ist. Ja, wunderbar. Danke, dass ihr heute Abend wieder bei Frequent Traveler TV vorbeigeschaut habt, euch eure tägliche Dosis an Meilen, Punkten und Status geholt habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem vielleicht eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch an mich wenden. Und wir haben auch wieder Webinare zum Thema amerikanische Kreditkarten. Mit dem Rabattcode Vielflieger gibt es 50%. Ja? Also, bis morgen zur nächsten Sendung. Dann haben wir auch schon wieder Freitag. Ist die Woche vorbei. Und noch ein kurzer Hinweis von Roland. Er mag die Starlines Livery oder Livery nicht. Ich will vom Weiten sehen, woher die Airline kommt. Steht ja immer ganz klein da unten irgendwo. Na? Gut. Dann haben wir das abgearbeitet. Ich danke euch und viel Spaß und schönen Abend noch. Bis dann. Und ich mache auch wieder die Tür auf. Es wird wieder warm.